Ja, schön, dass ihr wieder einschaltet beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Heute gibt es ein Spezial, und zwar, ich habe einen neuen Truck hier. Der ist frisch aus den USA gekommen, und zwar ist das ein F350. Es gab bei den Ford Trucks die Unterscheidung zwischen F150, F250 und F350. Das hier ist, wie gesagt, der größte, der F350. Der zeichnet sich aus durch eine höhere Nutzlast. Das bedeutet, man kann mehr zuladen, und der ist grundsätzlich eigentlich für die harten Arbeitseinsätze auf der Farm oder auf der Baustelle oder sonst wo geeignet. Und dieses hier ist aber ein sehr gut erhaltenes Exemplar, der sehr wenig genutzt wurde, und ich zeige euch den jetzt mal im Detail. Viel Spaß! Ja, dann lasst uns mal einen Blick auf den Truck werfen. Und zwar können wir mal hier bei der Front anfangen. Da gibt es zum F150 und F250 keine Unterscheidungsmerkmale. Also das heißt, die Front, die ist identisch zu den kleineren Modellen. Allerdings gibt es einen großen Unterschied. Und zwar ist der bei der Achse. Der F350, der hat nämlich die 8-Loch-Achsen und auch die entsprechenden Felgen für eine höhere Traglast. Und das heißt, man kann mit dem F350 einfach eine höhere Zuladung transportieren. Und der hat deswegen auch die massiveren Achsen und auch Felgen. Man kann natürlich auch hier einfach sich auf das Emblem verlassen. Der zeichnet den Wagen auch direkt als F350 aus. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Unterscheidungsmerkmale. Zum einen hat er hier die breiten Spiegel und auch die Aluminium-Trittbretter. Die sind sehr praktisch, wenn man sich da mal draufstellen möchte, um einen Blick hier auf die Ladefläche zu werfen. Und das wichtigste Unterscheidungsmerkmal beim F350 zu den kleineren Modellen ist natürlich die Hinterachse. Der hat nämlich hier Zwillingsbereifung, wie man hier schön sehen kann. Und durch diese Zwillingsbereifung kann der natürlich einiges mehr an Nutzlast hinten drauf transportieren. Er hat hier hinten die Spritzlappen. Von hinten sieht das auf jeden Fall ziemlich massiv aus. Die Rückansicht von der Heckklappe ist identisch zum F150 und F250. Hat dieselbe Heckklappe. Jetzt kann ich euch mal die Ladefläche zeigen. Die ist auf jeden Fall in sehr gut erhaltenem Zustand. Auch die Ladekanten sind sehr gut. Das heißt, bei den meisten Trucks hat man da sehr starke Abnutzung hier an den Ladekanten an sich. Das ist alles sehr gut erhalten, und man muss auch berücksichtigen, dass dieser Truck noch die komplett originale Lackierung hat, also von 1983. Das ist auch sehr besonders. In diesem Zustand ist das auf jeden Fall sehr, sehr selten. Ja, ich kann noch eine kleine Info zu dem Auto geben. Also der F350 ist auch mit dem damals stärksten Motor ausgestattet, also dem 460 Kubik-Inch Motor. Das ist der 7,5 Liter Benziner. Das ist der stärkste Motor in dem Baujahr und natürlich auch der durstigste. Und zwar hat der Wagen dafür natürlich auch hier einen Tankdeckel, damit er gefüttert werden kann. Beziehungsweise hat der Wagen zwei Tankdeckel. Nämlich hier hat er noch einen. Der Wagen hat einen vorderen und einen hinteren Tank. Und das Ganze lässt sich über den Innenraum umschalten. Da kann man zwischen dem vorderen und dem hinteren Tank wählen. Und den Innenraum zeige ich euch jetzt. Der ist nämlich auch besonders. Und zwar besonders gut erhalten. Die Sitzbank hat so gut wie gar keine Abnutzung. Also hier die Sitzfläche ist noch wirklich ganz toll. So wie sie 1983 ausgeliefert wurde. Und auch der Rest vom Innenraum, also das heißt das Armaturenbrett, ist noch top in Schuss.
Die Türpappen sehen sehr gut aus, Türverkleidungen, die Pedale. Innenraum ist schlicht gehalten, aber sehr, sehr gut in Schuss. Und hier sieht man auch, dort ist der Umschalter für die Tanks vom hinteren zum vorderen. Hier kann man die Lüftung anschalten. Und was auch ganz besonders ist, dieses Auto hat ein 4-Gang-Schaltgetriebe. Die meisten haben die 3-Gang-Automatik, die Lenkradschaltung. Und dieses Auto hat ein Schaltgetriebe, was ihn nochmal zusätzlich sehr besonders macht. Die originalen Gurtschnallen von Ford sind auch noch gut intakt und auch der Gurt an sich ist noch sehr gut erhalten. Und auch hier hinter der Sitzbank ist bei den meisten Trucks dann auch schon alles ziemlich verwohnt. Hier sieht das sehr, sehr gut aus. Die Scheibe nach hinten zum Aufschieben. Und als nächstes würde ich sagen, gehen wir mal zum Motorraum. Dafür öffne ich den gerade hier. Und dann können wir mal einen Blick auf den 7,5 Liter Benziner werfen. Ich gerade den Öffner hier zur Seite schieben. Das Interessante hier bei dem Motorraum ist, man kann noch teilweise die Markierungen aus dem Werk erkennen. Das deutet auch darauf hin, dass hier noch überall der Originallack auf dem Wagen drauf ist. Man hat hier oben auch in der Motorhaube noch Markierungen aus der Produktionsstraße. Ansonsten ist hier im Motorraum noch der originale Wagenheber zu finden. Hier vorne die Batterie, der Lüfterkasten. Die Ventildeckel wurden schon mal gegen Aluminiumdeckel getauscht. Luftfilter wurde auch ausgetauscht, genauso wie die Zündspule und der Zündverteiler hier. Hier ist ein neuer Benzinrücklauf reingekommen. Ein neuer Holly-Vergaser ist verbaut. Kann man das erkennen? Ja, die Zündanlage wurde auch schon mal getauscht. Und ansonsten der Rest sieht noch sehr original aus hier. Die ganzen Bleche, Radhäuser und auch vorne der Schlossträger hat hier noch das Original Unterdruckdiagramm. Ja, alles in allem sieht der Wagen wirklich noch sehr gepflegt aus. So, ich würde sagen, ich zeige euch mal, wie sich so ein Ford Big Block anhört, wenn man ihn anschmeißt. Der Wagen springt übrigens auch immer super zuverlässig an, direkt beim ersten Mal. Das ist auch nicht selbstverständlich.
Ja, ich würde sagen, das kann sich hören lassen. Zu dem Auto gibt es übrigens auch noch ein ganz besonderes Accessoire dazu. Und zwar ist das hier dieses Build Sheet. Das ist ein Dokument von der Linie. Das beinhaltet die komplette Sonderausstattung dieses Fahrzeugs und auch den Lackcode und eben alle Details, wie das Fahrzeug 1983 bestellt worden ist. Das ist ein sehr seltenes Dokument bei einem Truck und macht den Wagen noch interessanter. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Rundgang gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Ciao!